Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind hier weiter am Alpenwall unterwegs, Vallo Alpino, hier in Südtirol, und wir haben uns heute zur Aufgabe gemacht, wieder steil die Berge zu erklimmen. Und ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu einem größeren Bunker, ein Sperrriegel so gesehen. Wir waren letztes Jahr auf der anderen Seite von dem Kreuzbergpass und heute sind wir auf der gegenüberliegenden Seite und wollen uns da einfach die Bunkeranstellungen anschauen. Es geht gleich hier hinten noch hoch. Wir machen gerade eben ein paar Drohnenshots und dann geht es weiter. Bleibt dran. So, wir laufen jetzt hier die ganze Zeit stetig berghoch, so einen kleinen Pfad. Und da oben, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, da ist der Opera 7, nennt er sich. Die Befestigungsanlage. Und dann müssen wir wahrscheinlich jetzt hier nochmal weiter hoch und dann kommen wir irgendwie so hin. Aber es ist jetzt schon wieder eine richtig schöne Atmosphäre und ein schönes Panorama auch. Ja, das stimmt. Melanie sagte gerade, bis vor ein paar Tagen hätte man die Chance nicht gehabt, hier hochzukommen. Ihr könnt da noch ein bisschen den Restschnee sehen, aber hier sind ja vor ein paar Tagen auch einige Schneemassen gefallen, aber die Sonne war jetzt so stark die ganze Zeit. Dann ist das jetzt hier auch schon wieder weggetaut. So, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Hier ist auf jeden Fall schon ein Zugang, der aber vermörtelt ist. Aber da drüben ist, oh, da ist eine Tür. Mal gucken. Oh. Haben sie jetzt erst zubetoniert. Und dahinter ist dann die Stahltür. Ist hier alles aufgehackt. Kurz hier meine Taschenlampe rausholen. So sieht es hier drin erstmal aus. Aber hier kommen wir nicht weiter. Die Schießscharte da ist auch zugemacht. Gehen wir mal um das Werk drumherum. Hier auch. Seht ihr wieder die einzelnen Rahmen, die man hier gesetzt hat, die Linien, dass man so ein bisschen Kanten verschleiert. Da haben sie auch zugemauert. Ja, hier ist er offen, aber das könnt ihr euch, glaube ich, denken, dass ich da nicht reinpasse. Unmöglich. Gucken wir jetzt hier auf der Seite noch. Ist auf jeden Fall eine weitere Scharte. Oh, ich glaube, das könnte was werden. Schaut mal hier, Leute. Jetzt setzen wir eben meinen Rucksack ab. Jo. Ich glaube, das könnte was werden. Ich nehme das mal eben zur Seite. Ja. Na, komm mal rein. Das ist easy. Gott sei Dank. Ich hatte schon das Bedenken, dass wir das nicht schaffen. Aber wir gucken trotzdem noch mal hier eben die letzte Passage an. Also hier haben wir eine Option.
Das ist machbar. Weil die Schade deutlich größer ist. Hier wird eine Kanone gestanden haben. Die anderen Schießscharten, das wird wieder für ein MG gewesen sein. Ich gucke mal, ob ich euch das einblenden kann, was dieses Werk jetzt für Waffenoptionen hatte. Weil gestellt wurden die Waffen nicht. Das ist bei relativ wenigen Anlagen der Fall gewesen. Gehen wir hier eben gerade noch rum. Hier ist noch komplett alles zugemauert, aber schaut mal hier, die haben hier diesmal so Holzpanels genommen, Holzbretter und eingehangen. Das hatten wir so jetzt auch noch nicht gesehen. Wir hatten dieses, ja, ich sag mal, Fiberglas-mäßige. Ich weiß nicht, ob das Fiberglas gewesen ist. Das stammt auch eher aus den Werken der Nachkriegszeit, die man halt noch ein bisschen umgerüstet hat. Die hat man ja im Kalten Krieg noch ausgebaut. Da ist noch Elektronik und so weiter reingekommen. Da haben wir euch, glaube ich, auch schon ein paar Werke gezeigt. Ui, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Hier war gerade ein größerer Vogel. So. Uah. Ja, das ist, seht ihr ja, das ist für MG. Das ist eine ganz kleine Schade, beziehungsweise die Öffnung. Hier auch nochmal. Und hier. Dann sind wir auch schon wieder fast oben, ne? Ja. Und dann geht's hoch. Oh. Da haben wir aber Schwein gehabt, dass wir jetzt noch einen Zugang haben. Weil wenn dicht, dann dicht, ne? Da müssen wir uns dem Ganzen ergeben. Also wir machen nichts auf, wir brechen da nichts auf oder machen was kaputt. Klar, man profitiert halt von anderen, die es gemacht haben. Das ist klar, aber wenn wir das halt antreffen, auch wenn der Weg halt noch so beschwerlich ist, machen wir das nicht. Hier oben ist gleich so eine Fläche, wo man sich einfach jetzt nur absetzen kann. So, jetzt sitze ich schon. Mal rein. So, Melanie bewacht den Eingang. Und dann gehen wir uns das mal eben kurz angucken. Also, wie gesagt, hier muss eine Kanone gestanden haben, sonst hätten wir jetzt nicht die Möglichkeit geschafft, hier reinzukommen. Beziehungsweise hier hätten sie eine hingesetzt, wenn das Inventar noch weiter reingekommen wäre. Hier für Maschinengewehr. Hier hat man die Nischen, wo die Munition gelagert wurde. Hier ging Belüftungsrohr durch. Hier wieder die richtig schönen Stahltüren. Die bleiben auch einfach erhalten. So, hier oben seht ihr auch Befestigung für das Belüftungsrohr. Gehen wir eben hier hin. Das ist ein Observationsbereich. Man kennt das ganz gut, weil man hier nach mehreren Richtungen schauen konnte. Hier geht es wahrscheinlich zu den Toiletten. Haben wir schon einen größeren Mannschaftsraum. Das ist wieder so das typische Klo zum Abhocken gewesen. Hier auch nochmal eine lange Galerie. Ja, hier wäre der Zugang nämlich gewesen. Seht ihr ja komplett
zugemauert. Was ist hier denn? Das sieht aber auch noch nicht wirklich fertig aus hier. Okay, wir bewegen uns hier mal durch die Galerie. Das sind mehrere Türen. Hier immer nur so kleine Nischen sind, die wieder gefliest sind. Das können Vorratsräume gewesen sein. So, jetzt mal glaube auch schon auf der anderen Seite des Werkes, nämlich hier haben wir auch wieder einen Observationsbereich. Können wir schon rausschauen? Ja. Wie gesagt, Inventar wird es hier nicht groß geben. So, hier ist mal einer von den größeren Mannschaftsräumen. Hier oben können wir noch erkennen, ging die Belüftung her. Hier standen die Betten. Hier stand auch, glaube ich, diese Belüftungsvorrichtung, der Filter. Das kann man, glaube ich, rudimentär hier an der Seite noch erkennen, an der Wand. Ja, ich glaube, von da sind wir eben gerade gekommen. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, ja, ist die tote Maus, aber so wie es aussieht, genau, von hier sind wir gekommen. Gehen wir mal jetzt hier rum. So wie es aussieht, gibt es gar keine zweite Etage. Oh. Ah. Hier ist aber ein Turm drin gewesen. Also zumindest geht es da noch hoch. Jetzt sind wir ja hier wieder im Mannschaftsraum. Das sieht aber auch richtig unfertig aus hier. Guckt euch das mal an. Ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt auch irgendwie hochkäme von hier aus. So, das Wetter schlägt jetzt etwas um. Ihr habt jetzt gerade noch mal in der Drohnenaufnahme gesehen. Das war der Opera 5. Luftlinie sind das 1 Kilometer ungefähr gewesen. Der liegt aber nicht direkt auf unserer Route, weil wir jetzt anders wieder zurückgehen. Der Aufbau wird aber höchstwahrscheinlich der gleiche sein. Und wir wollen lieber noch mal Richtung Tal, weil es da noch ein paar Bunker gibt. Die wollen wir uns auf jeden Fall hier noch mal mit anschauen. Und auch erstmal eine kleine Verschnaufpause machen. Eine kleine Rast hier unten in so einem schönen
Berghof. Das gehört auch dazu. So Leute, ich bin jetzt noch ein bisschen weiter abgestiegen und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der Opera 3 ist, den ihr jetzt hier sehen könnt, der sich jetzt hier schön in diesem Blaubeerfeld einschmiegt. Der ist richtig rund hier. Schauen wir mal. Oh, das sieht so aus, als ob das hier aus der Nachkriegszeit noch ist, weil hier sind wieder diese, ja, ich weiß nicht, ob das Fiberglas ist. Keine Ahnung, da weiß jetzt vielleicht jemand von euch, aus welchem Material. Das ist hier so engmaschig geflochten und dann ist hier so eine, keine Ahnung, was das für Material ist. Boah. Das ist auch schon groß, ey. Wie geht hier hinten weiter? Guck mal. Hier sind überall die Elemente schon runtergefallen. Hier seht ihr das nochmal. Das ist halt erst später irgendwie so reingekommen, weil das nicht vorgesehen war mit diesen Klappen. Deshalb führen die genau durch die Schießscharte letztendlich. Normal hätte man das wahrscheinlich hier durchgeführt, weil da drin auch die Winden sind. Müssen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt reinkommen. Hier sind überall die Reste der Tarnung hier auch. Boah. Ihr seht auch hier oben die Bäume, wie die hier drauf wachsen. Man hat das hier auch mutwillig bepflanzt, zum Teil auch. Klar, damit das halt schneller zuwächst und dann entsprechend getarnt ist. Schauen wir mal, ob es hier einen Weg rein gibt. Aha. Boah, das mystisch aus hier. Jackpot. Das Tor ist offen. Guck mal, hier oben seht ihr auch die Belüftungsstutzen hier. 3 Stück. Boah, das ist gewaltig. Das geht hier hinten weiter. Ja, da würde ich sagen, nicht lange fackeln. Taschenlampe raus und dann geht's rein. So, wir gehen rein. Guck mal, hier habt ihr wieder diese schöne Tür hier. Das können wir euch auch gleich nochmal zeigen hier. Da könnt ihr das mal sehen. Das ist wie bei Herr der Ringe. In Khazad-dûm die verborgenen Zwergentüren. Gut, hier sieht man es jetzt halt noch den Eingang dadurch, dass hier an der Seite der ganze Beton ist. Aber es gibt viele Türen, die sind einfach nur so in der Felswand, ohne den Beton. Und das ist wie bei Herr der Ringe, wo man die versteckten Zwergentüren findet. So, also wie zu Anfang gesagt, wird der hier nachgenutzt worden sein, also Nachkriegsbunker ist es so gesehen. Man hat die Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg dann zum Teil noch weiterverwendet, wo es sich angeboten hat. So, und hier haben wir jetzt das erste Aggregat
für die Stromversorgung. Oh, hier steht sogar noch Volkswagen. Made in Western Germany. 1962. Wisst ihr Bescheid? So, Gummistiefel liegen schön im Auto. So, und hier haben wir die Hans Still AG Hamburg. Auch 69. So, mal gucken, dass ich jetzt hier nicht komplett absaufe. Ja, wie gesagt, ihr könnt das hier erkennen, weil die Elektrik und so weiter hier drin verbaut wurde. Auch diese aktuellere Belüftung, Schaltkästen, dann das Aggregat und so weiter. Das war damals im Zweiten Weltkrieg ja alles gar nicht reingekommen. Und auch diese Bezeichnungen. Oh, hier ist noch eine massive Tür. Ist noch ein Eingang an der Seite. Deshalb kann man dann hier nämlich noch sehr viel erkennen in den Anlagen. Und auch nichts beschmutzt. Ne? Hier Kompressor und so weiter, Ventilation. Ja. Hier ist das wahrscheinlich noch der Lageplan hier von der Anlage. Kann man aber nicht mehr wirklich erkennen. Es ist stark verschmutzt. So, hier nochmal für die Stromversorgung. Hier die Nischen für die Lampen. Oh, jetzt können wir uns das raussuchen, wo wir hierher gehen. Ich glaube, hier vorne ist nochmal genau der Beobachtungsbereich, Observation. Hat man die alle zugemacht. Die Scharten, die sieht man halt auch den Rest von diesen Kabeln und Drahtseilen. Wo man die kleinen Scharten dann halt öffnen konnte, die Abdeckungen. So Leute, ich bin jetzt erstmal hier raus. Wir gucken uns das jetzt hier nochmal eben von der Seite an. Damit ihr nochmal den Eindruck habt. Da wäre nämlich die nächste Tür gewesen, die wir von drin gesehen haben. Und so sieht es nämlich dann auch in den meisten Fällen aus. Ne? Es ist so versteckt, dass man jetzt nicht ahnt, dass hier eine Tür ist. Das ist krass. Aber die haben wir ja drin gesehen, die ist zu. Aber guckt euch das mal an, diese Tarnung. Das ist sowas von krass. Das ist mit die spektakulärste Tarnung, die ich so, sage ich mal, von diesen ganzen Bunkern, die wir uns in der Laufbahn angeschaut haben. Also ist das wirklich das Beeindruckendste. Das ist ja hier auch alles schon abgeplättert zum größten Teil, aber mit dem natürlichen Bewuchs jetzt, der ja auch so beabsichtigt war. Das ist wirklich krass. Ja, und ihr könnt erkennen, hier wo wir gerade drin standen, das sind überall diese Schießscharten für die MGs. Auch hier die Schießscharte richtig schön verdeckt. Aber mit der Zeit hier, seht ihr ja jetzt, ne, bricht das alles runter. Das ist auch kein Vandalismus oder sonstiges, das gibt es hier so gut wie gar nicht. Das ist so krass hier. Guckt euch das an, die Versinderung hier unten. Und dann diese Verfärbung, diese Rostfärbung hier. Das sieht so krass aus. Das ist wirklich gigantisch. Also ich sag's euch Leute, dieser Bunker beeindruckt mich doch schon sehr. A, weil halt einiges noch drin zu sehen ist. Und einfach vom Äußerlichen her. Der ist sowas wie
so richtig krass versindert. Die natürliche Tarnung, die jetzt hier gewachsen ist. Dann die künstliche Tarnung, irgendwie so eine richtige Symbiose. Dass der, ja, als ob der auch richtig in die Natur gehört, ich weiß auch nicht. Das sieht irgendwie so stark aus. Es ist richtig krass. Okay Leute, also ich werde jetzt noch runtergehen zu den 2 anderen Bunkern, die hier noch in der Nähe sein sollten. Aber der war auch schon richtig klasse. Also bis gleich. So, damit ihr mal einen Eindruck habt, wo ich mich jetzt auch gerade wieder bewege, ist halt wieder irgendwo um nirgendwo in den Alpen. Also man kommt da zum Teil auch so richtig schwer ran. Also einige sind noch mit dem Wegenetz verbunden, andere aber halt nicht mehr. Und ja, da muss man halt irgendwo sich selbst einen Weg suchen. So, wir sind jetzt ein bisschen weiter gelaufen. Wir mussten bis runter zur Straße und jetzt gehen wir praktisch wieder hoch. Hier ist höchstwahrscheinlich noch ein Panzergraben, den man jetzt hier als Abwasserkanal benutzt. Aber der Bau hier, das ist schon sehr alt. Das gehört nicht zu einer Panzersperre. Das geht nämlich hier weiter. Könnt ihr das nochmal sehen? Hier schrägt das wieder so ab. Und hier geht es rum. Das hat nichts mit dem Kanal zu tun hier. Das geht hier hinten rum, da ist es auch schon zum Teil abgebröckelt und geht dann da hinten rein. Vielleicht kommen wir jetzt hier auch zu dem Bunker irgendwo. So, jetzt könnt ihr erkennen, wie hier nämlich diese Panzersperre rausgeht. Und hier haben wir jetzt schon wieder weiteren Beton. Guck mal, das sieht auch komisch aus hier. Hä? Aber das gehört noch zu dem Graben hier. Aber hier haben wir eine Wand. Oh. Geht hier weiter. Immer noch hier hinten. Blitzt die noch durch. Wir müssen hier irgendwo, auf jeden Fall höre ich jetzt massiv Wasser. Da unten. Kommt es raus. Ja. Gehört aber hundertprozentig mit zu der Anlage. Gucken wir mal da hinten irgendwie rumkommen. Leute, hier ist die Mauer durchbrochen. Also es ist definitiv, gehört das zu diesem Sicherungsabschnitt hier. Aber jetzt sind wir dahinter. Jetzt könnte man hier weitergehen. Wenn wir auf der Seite jetzt hier zurückgehen, auf Höhe von diesem Punkt, vielleicht haben wir Glück. Das ist vollkommen unbekannt hier. Dass hier noch was mit dem Graben ist, das habe ich überhaupt noch nirgends gesehen. Leute, wir haben ihn gefunden. Hier oben, diesen Abschnitt, wenn ihr das erkennen könnt, das ist der Bunker. Meine Güte, ey. Das war auch wieder eine Suche. So, und der liegt jetzt praktisch hinter dieser Wand hier, was höchstwahrscheinlich eine Panzersperre halt gewesen ist.
Leute, ihr glaubt nicht, ey, dass es da ein Bunker ist, ne? Es sieht einfach aus nur wie Fels. Ich habe das jetzt nur erkannt, weil da vorne eine Klappe der Schießscharte offen ist. Und dadurch, dass der Kontrast der Farben so ein bisschen unterbrochen ist. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir jetzt hier hochkommen. Also Leute, dieser Bunker, dieses Werk, schaut euch das mal an, der sieht richtig aus wie ein Fels. Guckt euch mal diese Tarnung an. Da ist auch kaum was abgebröckelt. So sahen die alle aus. Das sieht einfach nur aus wie ein Felsmassiv. Und dann gehen hier die Klappen auf. Und dann wäre der Beschuss erfolgt. Das erkennst du von nahen kaum. Und von der Distanz hättest du das überhaupt nicht gesehen. So, guck mal da drin. Auch wieder ein bisschen anders. Wir haben hier noch ein paar Zwischenplatten Holz. Hier oben ist das Seilzugsystem, was über eine Umlenkrolle hier oben geht. So, da. Und dann geht das hier in die Schießscharte rein. Also hier sind nochmal 2 Klappen drin, bevor hier die großen Klappen das Ganze verschlossen hätten. Guckt euch das mal an, das ist Wahnsinn. Das sind die bestgetarntesten Werke oder Bunker, die es gibt. Das ist wirklich... Also die kommen der Anlagen in der Schweiz in nichts nach. Wie gesagt, die in der Schweiz, die werden ja weiterhin gepflegt. Das dürft ihr nicht vergessen. Die sind schon längst aufgegeben. So, ihr habt da Melanie mal im Vergleich, damit ihr mal seht, was das für ein Kravenzmann ist. So, nun gucken wir mal, ob wir hier irgendwo noch eine Tür finden. Ihr seht, hier gibt es auch keinen Weg irgendwie hier rein. Boah, alter Schwede, ey. Ich glaube, da ist der Zugang hier vorne. Gut, hier vorne ist schon was abgeplatzt, dann könnt ihr halt das ein bisschen besser erkennen. Das ist einfach gigantisch. So Leute, dann gehen wir jetzt mal hier in diesen Bunker rein. Guck mal, wir haben gleich hier zu Anfang so eine kleine Mini-Klappe für eine Observation. Das sind alles so Sachen, die hatten wir noch nicht. Aber wir sehen, dass das wieder einer ist, der in der Nachkriegszeit genutzt wurde. Ja, wir haben hier wieder die typische grüne Farbe. Hier geht es wieder in alle möglichen Richtungen. Oh, hier ist Wasser. Oh, hier ist so ein Zwischengitter drin. Oh, hey. Also wir haben hier höchstwahrscheinlich wieder einen Teil der Filteranlage. Hier ist wieder dieser Schrank. Hier war auch wieder der Grundriss von dem Objekt.
Haben sie irgendwie die Wasserversorgung so abgesperrt. Mit einem Gitter. Auch noch nicht gesehen. Hier wäre wieder ein Zugang bzw. Ausgang. Da habt ihr auch nochmal die taktischen Zeichen. Kennt ihr ja schon. Das ist eigentlich dann identisch zu der Anlage, wo wir vorhin schon drin waren. Nee. Also wir haben jetzt hier nochmal wieder so ein Stofffetzen. Ich vermute eher, das ist was zur Abtarnung nochmal gewesen. Oder ein Teil von der Kleidung, das haben wir schon mal gefunden, aber so hat es keiner reingeschleppt. Das wird hier drin schon gewesen sein. Dadurch, dass der ja in der Nachkriegszeit genutzt wurde, würde ich dann auch dazu tendieren, dass das Nachkriegszeit ist. Man hat ja hier ein bisschen Lederriemen. Das ist ja praktisch nur wie so ein Tuch. Also sieht aus wie so eine Art, ja, so ein Tarntuch halt, ne? So ein Tarnnetz. Ein bisschen. So, wir gucken jetzt eben, wir sind jetzt raus und gucken nochmal, wenn ich hier rüber komme, ob das hier hinten jetzt die zweite Tür ist. Ja, das ist die von innen, die ist halt komplett zu. Da haben sie hier den Vorbau gemacht, damit man halt die Tür nicht sieht. Ist halt immer wieder ein bisschen anders. Und hier ist auch wieder so eine Klappe. Oh. Und hier ist eine kleine Observationsgeschichte, beziehungsweise auch für MG. Krass. Und hier ist die Tür. Alles komplett versindert. So Leute, dann wollen wir hier an dieser Stelle das Video beenden. Hier im Hintergrund nochmal den richtig schönen Bunker. Also der sieht wirklich richtig stark aus, genauso wie der vorhergehende. Also wir haben euch heute wieder einige Exemplare des Vallo Alpinos, des Alpenwalls gezeigt. Wie hoch die teilweise auch gebaut sind und wie die halt aussehen. Es ist immer wieder individuell vom Äußeren her. Der Aufbau, der unterscheidet sich zum Teil, je nachdem was für eine Bewaffnung unterkommen sollte. Und es wird unterschieden zwischen den Nachkriegsbunkern, so wie hier, also die schon in der Zeit des Zweiten Weltkriegs gebaut wurden, aber entsprechendes Inventar erst in der Nachkriegszeit bekommen haben, also Elektronik, Transformatoren, Generatoren und so weiter. Und die reinen Bunker aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Da hatten wir heute einen, ganz oben, und wir sind ja heute systematisch nach unten gegangen. Und das waren jetzt schon wieder Bunker, die man in der Nachkriegszeit ausgestattet hat. So, wir werden auf jeden Fall hier noch einiges erkunden, aber nicht mehr heute. Deshalb schaut euch auf jeden Fall das nächste Video an, was hier verlinkt ist. Gebt uns gerne hier einen Kommentar, was ihr von der Sache haltet, beziehungsweise ob es euch gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt. Gebt uns einen Daumen, gebt uns ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!